1998. Mein Vater kauft sich die PlayStation 1 zusammen mit Metal Gear Solid, als ich noch so war. Und als jemand, der mit sowas noch nie in Kontakt kam, war ich fucking hyped und überwältigt. Oh, das ist aber nicht Pokémon. Das Level besteht nicht daraus, von links nach rechts zu laufen. Man muss schleichen und kriegt vor Angst ganz doll Eier flattern und was zum Die können sprechen, gucke ich also doch RTL 2? Natürlich hatte ich keine Ahnung, was überhaupt abging, aber mein Interesse fürs Gaming wurde dadurch offensichtlich geweckt. Und nach zahlreichen Ablegern verschiedener Spiele während meiner Gaming-Karriere habe ich frühestens etwa zu Jack 2 und spätestens zu Final Fantasy X, wo ich wie ein kleines Mädchen geheult habe, gemerkt, dass man Empathie zu Charakteren entwickeln kann. Ist das zu fassen? No shit, Sherlock. Protagonisten selbst, so cool und smart wie sie auch sein mögen, bringen einen Scheiß, wenn Nebencharaktere nicht vernünftig in ein Spiel integriert sind. Weshalb sie den Erfolg eines Titels mehr beeinflussen, als man denkt, und mit diesem Video möchte ich anhand von Beispielen den Nebencharakteren mehr Aufmerksamkeit schenken und wenn möglich zu Diskussionen anregen. Also macht's euch bequem, holt euch einen Kakao und esst dazu einen schönen Snack, hier ein paar persönliche Empfehlungen von mir und dann kann es losgehen. Übrigens werde ich diese Spiele mehr oder weniger spoilern, also seid gewarnt. Also, damit ein Spiel gameplay-mechanisch oder storytechnisch eine Tiefe bieten kann, gibt es Nebencharaktere, die ich hier Zweck-NPCs nenne. Eben wie die Leute, die dir an der Straße vorbeilaufen und sie zur Authentizität der Welt beitragen, weil es sonst eben weird wäre, wenn sie nicht da wären, okay? Man baut kaum bis keine Empathie zu ihnen auf und deswegen vermisst sie auch keiner, wenn sie aus den Augen sind. Zu den Swag-NPCs gehören beispielsweise die gängigen Händler aus der Assassin's Creed oder der Final Fantasy-Reihe, die einem Ausrüstung oder Waffen verkaufen. Oder zum Beispiel die Leute, die dir sagen, was du tun sollst. Wie die komischen Götterdudes in Shadow of the Colossus, Tom Nook aus Animal Crossing, jede Person in Death Stranding, bis auf Baby. Oder die ganzen Charaktere in Sekiro, weil sie eigentlich sonst nicht viel tun und die Beziehungen sehr basic sind. Je nach Verlauf wird die eine oder andere Person zum Boss, was interessant ist, aber darum geht es hier jetzt nicht. Am wichtigsten sind natürlich immer noch die Gegner oder die Monster selbst, weil, naja, man sonst keinen Grund hat, das Spiel noch zu zocken. Also, kurz gefasst, solche NPCs braucht man, sind aber am Ende Standard. Kommen wir nun zum Wesentlichen, nämlich die Nebencharaktere, die in deiner nächsten Nähe sind. Deine Freunde, deine Buddies. Hier wird deutlicher, wie gut bzw. wie nicht so gut die Nebencharaktere in dein Spiel eingearbeitet sind. Als jüngstes Beispiel schauen wir uns mal Cere aus Jedi Fallen Order an, die Kerl im Spiel am nächsten steht. Mit ihr konnte man immer im oder am Schiff reden, aber es gab nie einen Part, weswegen sie durch einen Einwand vielleicht mal ein Stück im Level mitlaufen muss oder sich was ansehen will, wo dann vielleicht ein Hinterhalt entsteht und sie vielleicht in der Not mit dir kämpft. Stattdessen macht man alles allein und arbeitet sich durch die Geschichte einfach durch. Bisschen labern am Anfang, Level durchackern, Cutscene, Repeat. Wenn sie dann mal was über sich erzählt und emotionale Tiefe zeigt, zieht es einfach nicht, weil dieses statische Pattern keinerlei Kredibilität vermittelt. Wisst ihr noch, wo ich vorhin über Jack 2 geredet habe? Ja, das Spiel, was eigentlich wie GTA ist, nur ohne Nutten und stattdessen mit Parkour. Ich weiß noch genau, ich war so langsam an den Punkt geraten, wo ich mir auch dachte, ich muss im Alleingang alles erledigen, bis es dann hieß, dass ich mit Sig die Mission an der Pumpstation mache, um Metallschädel zu erledigen. Während wir also zusammen im Tag-Team den Weg durchgelaufen sind, hatte Sig immer Kommentare während der Mission von sich gegeben. Die Konversationen damals waren zwar nur einseitig, aber wie geil war das, während der Action mal ein bisschen Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben, ein Teil von dieser Welt zu sein. Wenn man bedenkt, dass man sowas zuvor noch gar nicht erlebt hat, dann sitzt man einfach nur da und denkt sich: Oh mein Gott! Wow! Wenn Sig mir also sagt: Gib mir Deckung, während ich den Kerl hier grille. Und ich, kleiner Pisser, dann denke: Okay, alles klar, Sig. Ich halte dir den Rücken frei. Dann hat es Naughty Dog geschafft, dass ich in diese GTA-Welt ohne Nutten eintauche. Wow, ich kenne weder ein dunkles Geheimnis über Sig, noch kenne ich seine Beweggründe, wie seine Mom gestorben ist oder er früher von Metallschädeln in der Schule gemobbt wurde und jetzt Rache will. Aber ich habe durch diese Mission, durch die Interaktion eine Bro-Beziehung mit ihm aufgebaut und denke mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe: Mann, Nigga. Neben der Tatsache, dass also solche Missionen einem die Nebencharaktere näher bringen, gilt ultimativ, dass Nebencharaktere, die ins Gameplay eingebunden werden, Immersion erzeugen. Im Umkehrschluss kann man sich also vorstellen, dass wenn ein Nebencharakter halbherzig und inkonsequent implementiert wird, die Immersion dadurch genommen wird. Ich gucke immer noch auf dich, Star Wars. Und übrigens, warum hat das Spiel bei all den Bugs und unausgereiften Mechaniken überhaupt so viele gute Bewertungen bekommen? Ohne Spaß, ich bin öfter wegen irgendeiner scheiß Ungereimtheit im Spiel gestorben, als durch die Gegner selbst.
Ist EA ein Hund, der in letzter Zeit nichts geschissen gekriegt hat? Und jetzt, wo mal was halbwegs Vernünftiges kam, die Journalisten aus Angst lieber das Hündchen mit ausgestreckter Hand mit Leckerlis loben, damit sie motiviert sind und so weitermachen? Ja, fein. Hast du gut abgeguckt. Hier noch ein Leckerli. GTA 5 macht den interessanten Schritt, 3 Protagonisten einzuführen. Und das hatte ziemlich gut geklappt. Du bist gerade Franklin aus the Hood, der mal Autoverkäufer war, und Michael und Trevor sind deine Buddies? Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du der geisteskranke Trevor, stinkst wahrscheinlich aus dem Mund und hast eine Bremsspur in der Hose. Oder du bist Michael und hast zu Hause einen kiffenden Sohn, eine Klischee-Ami-Tochter und eine Frau, die dich mit ihrem Yogalehrer betrügt. Man wurde Stück für Stück den einzelnen Charakteren vorgestellt, bis sie dann zueinander fanden und sah, wie sie miteinander redeten, sich gegenseitig halfen, stritten und so weiter. Was gepaart mit dem Gameplay für ein Mittendrin-Gefühl sorgte. Man wurde also warm mit jedem, hat sich innerlich mit jedem angefreundet, bis plötzlich etwas Furchtbares passierte. Durch die Umstände der Story wird man gezwungen, sich für den Tod einer Person zu entscheiden, was zu einer moralischen Selbstdiskussion führt. Während man in Spielen immer mit der Befürchtung leben muss, dass wer skriptbedingt stirbt, muss ich jetzt selbst entscheiden, wen ich hintergehe? Oh mein Gott! Wie soll ich mich da entscheiden? Red Dead Redemption 2 legte mit den Nebencharakterinteraktionen noch einen drauf und machte jeden Los Santos, ich fliege in die Militärbasis rein, Fallhorst, zum Outlaw-Gangster, der die Hälfte des Spiels damit verbringt, von A nach B zu reiten und sich schrumpfende Horden anzusehen, weil Rockstar so realistic wie möglich entwickeln wollte. Rockstar zeigte wunderbar das Leben einer gesetzlosen Bande und die Interaktion zwischen den Mitgliedern progressiv zur Story. Erlebte man anfangs noch die Gang als eine Einheit, mit einem familiären Gefühl, wo man beispielsweise Banken ausraubt oder mit der Bande den kleinen Jack sucht und in Badass-Manier eine ganze Blutlinie mal Leben auslöscht, wird man Zeuge, wie Dodge verrückt wird und sich vom toxisch behauchten Micah aus der Bande beeinflussen lässt, wodurch sich Nervosität in der Bande bemerkbar macht und nach sich 2 Parteien bilden. Diese Nervosität, Angespanntheit und Frustration macht sich auch bei einem selbst bemerkbar und kombiniert mit dem traurigen Schicksal des Protagonisten Arthur, der zum Ende hin versucht, so gut es geht, jedem Menschen zu helfen, bevor er stirbt, kann man kaum noch anders als den Controller liegen zu lassen und sich in Embryonalstellung zu begeben. Generell sind die Lager- und Rastmöglichkeiten, wo der Spieler einmal durchatmen kann, ein Riesenpotenzial, um der Immersion besser zu verfallen und den Charakteren näher zu kommen. In Final Fantasy X konnte man immer was von seinen Kameraden oder den Bewohnern des jeweiligen Ortes erfahren. Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Es fühlte sich wie eine Belohnung an, wenn nach einem Abschnitt, den man durchläuft, wieder rastet und wie ein kleines Kind vom Kamin dem Papa Oren zuhört, was er wieder zu erzählen hat. Oder die anderen eben. God of War und The Last of Us haben jeweils einen sehr wichtigen Nebencharakter, der über all diese Buddies steht. Nämlich einen Sidekick, der durchgehend das Spiel zusammen mit einem bestreitet und als Kernelement der Story und des Gameplays sich intensiv mit dem Hauptcharakter auseinandersetzt. In God of War stellt man fest, dass Kratos mit seinem Sohn Atreus, auch Boy genannt, Boy, this way, boy. That's what you did! Boy. nicht allzu viel Zeit verbracht hat und so wie Kratos selbst der Spieler die Beziehung von Null an miterlebt. Man sieht, wie fern sich beide noch anfangs sind und Kratos lernen muss, als Vater zugänglicher zu werden und sein altes, unzivilisiertes sich abzulegen. Später in der Geschichte, wenn Boy erfährt, dass er ein Gott ist, was er vorher anscheinend nicht wusste oder bemerkt hatte, Your mother would disagree. She wasn't a god. She was better than a god. And you shall not dishonor her. Fine. Hear her yourself. wird Boy ein freches Stück Scheiße, was Kratos, den Spieler und die Super Nanny auf die Geduldsprobe stellt und man sich fragt, mit welchem Gürtel man ihn gleich verprügeln will. Der ständige Input von dem Nebencharakter wirft die Frage auf, was Kratos nun infolgedessen tun wird, beziehungsweise wie er reagieren wird und sogar wie man selbst reagieren würde. Der selbstverständliche Gedanke, dass Boy wie immer einfach dabei ist und zu allem Ja und Amen sagt, verfliegt und durch sein neues Verhalten reflektiert man sein und Kratos Charakter von Grund auf für sich neu. Atreus baut dann nochmal ordentlich Scheiße und man denkt sich, jetzt gibt es aber richtig Ärger. Bis dann aber das kommt. You will listen to me and not speak a word. You are rash, insubordinate, and out of control. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. This discussion is far from over. Ab dem Punkt an wachsen sie immer mehr zusammen, woraus aus dem hier What are you doing? Now its guard is up. zum Ende hin das hier wird.
Sehr gut implementiert wurde außerdem Mimir, der in ruhigen Momenten etwas über die Mythologie und der Welt erzählte. Durch seine sympathische Art ist er auch locker zu einem meiner Lieblingscharaktere geworden. Mimir! Smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. In The Last of Us waren sich Hauptcharakter Joel und Sidekick Ellie komplett fremd und Joel versucht hier relativ distanziert zu bleiben. Wenn Ellie in ruhigeren Momenten dann aber mal was über die damalige Zeit im postapokalyptischen Amerika fragt, antwortet Joel ganz normal und kommt mit ihr auf natürliche Weise ins Gespräch. Bevor man es merkt, stehen sich die beiden schon sehr viel näher und sorgen sich umeinander. Joel! I'm alright! Are you okay? No! You scared the shit out of me! Anders als in Filmen, wo man passiv ist und die Situation beobachtet, hat man in Spielen immer das Gefühl, die Person selbst zu sein, aufgrund der simplen Tatsache, dass man sie steuern kann. Wenn die Entwickler dir dann Ellie als wichtigen Bestandteil der Story und des Gameplays liefern und du von ihr durch diesen Fahrstuhlunfall hier getrennt wirst, bist du plötzlich mittendrin und denkst dir, Scheiße, wie soll ich hier raus? Ich bin ganz einsam, ich muss schnellstens zurück zu Ellie, weil sie ist auch allein und... Ich hab mir gerade in die Hose gepisst. Ich will wirklich nicht zu viel verraten für die Leute, die es noch nicht gespielt haben oder spielen wollen. Daher sage ich abschließend nur, dass man Joels zukünftige Entscheidungen in der Handlung anhand der Empathie-Aspekte auch überhaupt nicht in Frage stellt. Jetzt werden sie im zweiten Teil anscheinend versuchen, sogar die Gegner einem näher heranzubringen, indem alle einen Namen haben und im Falle, dass man einen von ihnen erledigt, die anderen Gegner um die Person trauern und ihr Verhalten ändern. Ich bin daher gespannt zu sehen, wie tief diese Neuerung implementiert werden soll und ob sich das Storytelling dadurch verändern kann. Es kommt ja bald in einem Monat raus und dann... Moment. Was? Oh mein Gott, was zum...